Hallo und herzlich willkommen bei Epic. Hände schützen ist wichtig, deswegen gehen wir heute über das Handschutzrepertoire der Firma Hera Arms. Wie ihr hier schon seht, die Firma Hera Arms hat ein sehr großes Portfolio an Handschützen im Angebot. Natürlich ist es dem geschuldet, dass ihr euch bei der Firma Hera eure AR-15 oder AR-10 nach euren Wünschen zusammenstellen könnt. Und dementsprechend hat die Firma eben für jeden etwas im Angebot, was die Handschütze betrifft. Wir fangen an mit dem Hera Quad Rail. Das ist im Endeffekt der Picatinny Handschutz oder beziehungsweise der vierfach Picatinny Handschutz der Firma Hera. Und wie ihr schon seht, wir haben hier einen klassischen Handschutz mit 4 Seiten Picatinny. Das Ganze beziehungsweise jeder Handschutz der Firma Hera ist aus Aluminium gefertigt und eloxiert. Wie ihr hier seht, gibt es die ganzen einzelnen Handschütze in verschiedenen Längen und meistens sind es die Längen 7 Zoll, 9 Zoll, 12, 15 und 16,5. Jetzt fragt sich natürlich jeder, warum gibt es so viele verschiedene Handschütze bei der Firma Hera? Und zwar hat der Picatinny bzw. der Quad-Handschutz die Bewandtnis, ihr habt hier einen massiv stabilen Handschutz und natürlich, was Zubehörteile betrifft, eine sehr, sehr einfache Möglichkeit, Accessoires und Zubehör zu montieren. Im Gegensatz zu M-Lock wahrscheinlich die festere oder stabilste Variante, Zubehör und Anbauteile zu montieren. Auf der Unterseite gibt es auf jeden Fall, wie zum Beispiel von Magpul oder FAB, die Möglichkeit, hier mit 2 Beinen direkt mit Picatinny-Montage, Vordergriff sowieso oder andere Zubehör oder Anbauteile zu montieren. Das Ganze, wie ihr hier seht, hat auf jeder Seite einen QD-Cup, um euren Sling schnell befestigen zu können, und auf der Unterseite haben wir nichts. Das Ganze geht dann mit dem Top Rail des Upper Receivers auf eine Höhe durch und der Handschutz an sich, so wie auch die anderen Handschütze der Firma Hera, fixieren sich hier auf dem Upper Receiver. Das heißt, diese 2 Nasen zentrieren sich auf dem Upper Receiver und ihr zieht im Endeffekt diese 3 Schrauben auf eurer Barrel Nut fest. Barrel Nut ist auch hier das Stichwort bei der Firma Hera, und zwar habt ihr hier eine einzige Barrel Nut, sprich die Laufmutter oder die Überwurfmutter, die den Lauf auf dem Upper Receiver fixiert, und die ist bei jedem Handschutz der Firma Hera gleich. Das heißt, ihr könnt, wenn ihr wollt, die einzelnen Handschütze oder Rails wechseln untereinander. Das heißt, wenn ich jetzt der Meinung bin, jetzt habe ich einen 1675er Lauf auf meiner AR-15 und würde gern mit einem längeren Rail arbeiten, kann ich jederzeit von der 10 Zoll oder der 12 Zoll Variante auf die 16,5er gehen, um einfach dieses Gap von meiner Mündungskomponente zum Ende des Rails aufzufüllen. Das Ganze hat den Vorteil, wenn ich jetzt zum Beispiel eine stabilere Plattform haben will, das heißt, je weiter ich meinen Bipod nach vorne bringe, desto stabiler wird auch mein Waffensystem stehen, und deswegen gibt es eben Rails oder Handschütze, die bis vor zur Laufkomponente gehen können oder dürfen. Bei der IRS Quad Rail geht ihr natürlich den Kompromiss Gewichtsstabilität ein. Das heißt, ihr habt auf jeden Fall mehr Stabilität vorne am Handschutz, natürlich mehr Gewicht bzw. Gesamtgewicht auf dem Waffensystem. Aber definitiv hat die Picatinny oder die Quad Rail auf jeden Fall noch ihre Daseinsberechtigung. Ich selbst nutze auch noch eine an meiner langen AR-15, weil es einfach mega stabil ist und sich keine Gedanken drüber machen muss, ob ich hier einen Flex auf dem Handguard kriege oder nicht. Als nächstes haben wir den ERS M-Lock, der mittlerweile natürlich zum Auslieferungsstandard der Firma Hera bei den AR-15-Systemen geworden ist und natürlich auch bei den AR-10-Systemen. Wir habt hier einen super schlanken Handschutz mit M-Lock-Slots auf der 9 und 3 Uhr und natürlich auf der 6 Uhr Position. Obendrauf, wie gewohnt, wie auch bei anderen Herstellern, Picatinny Rail durchgehend und am vorderen Ende leicht abgeschrägt. Das Ganze, wie ihr hier seht, in der
12 Zoll Variante hat hier an der hinteren Seite, beziehungsweise da, wo ich am Low Receiver ansetze, eine QD-Cup, wo ihr euren Schnellverschluss für euren Riemen anbringen könnt. Wie ihr beim Quadrail schon angesprochen habt, geht ihr natürlich hier Kompromiss Gewichtsstabilität ein. Das soll aber nicht bedeuten, dass der M-Lock Handschutz der Firma Hera in irgendeiner Art und Weise weniger stabil oder desgleichen wäre. Weit gefehlt. Also ihr habt hier durch die Fräsarbeiten und die Gewichtsentnahme durch Materialreduktion trotzdem noch einen sehr, sehr stabilen Handschutz. Auch in der 16,5er Variante habt ihr hier noch wirklich jede Menge Stabilität, auch im vorderen Bereich, um zu gewährleisten, dass euer Lauf auf jeden Fall frei schwingen kann. Den Hera IRS M-Lock bekommt ihr natürlich genauso wie den Quad, also beziehungsweise den Picatinny Handschutz in den Längen 7, 9, 12, 15 und natürlich auch in der 16,5er Variante, die wir hier gerade nicht am Tisch haben, weil dadurch, dass die Maschinen in Rotation fertigen bei der Firma Hera, ist nicht jeder Handschutz immer lagermäßig verfügbar. Das heißt, dementsprechend habt ihr natürlich auch bei eurer Konfiguration der Waffe gewisse Lieferzeiten, die ihr in Kauf nehmen müsst, weil einfach bestimmte Produkte oder Anbauteile eben zum bestimmten Zeitpunkt erst wieder auf die Maschine aufgelegt werden. Dementsprechend kann das sein, dass ihr auf euer System mit einer 16,5er Konfiguration vielleicht ein halbes Jahr warten müsst, weil die Maschine eben gerade 15er produziert, also 15 Zoll Handschutze. Nur das für das allgemeine Verständnis, wie euer Bestellvorgang bzw. die Materialverfügbarkeit sich gestaltet. Der nächste Handschutz, den wir zeigen, ist der IRS Hybrid. Und wie der Name schon sagt, haben wir hier einen Mix aus Picatinny, M-Lock. Früher gab es noch eine Keymod-Version, aber Keymod kommt jetzt komplett aus dem Sortiment der Firma her. Also ihr werdet vielleicht noch textliche Auszüge auf der Homepage finden für Keymod, aber die werden jetzt nach und nach bereinigt und es wird in Zukunft kein Keymod mehr von der Firma Hera geben. Das heißt, wir schauen uns hier mal den Hybrid an. Den Hybrid gibt es auch nur in der 15 Zoll Variante, also so gesehen ist der Hybrid nicht für jedes System nutzbar. Also ihr solltet auf jeden Fall eine Lauflänge von ungefähr 16 Zoll haben, um das effektiv nutzen zu können. Wir sehen hier den Hybrid in der M-Lock Variante. Das heißt, ihr habt im vorderen Bereich Picatinny-Aufnahmen. Das heißt, ihr könnt hier sehr schön mit Anbauteilen im Picatinny-Stil arbeiten und vielleicht den Griff eurer Wahl für die M-Lock-Montage nutzen. Was auch hier gut geht, ist zum Beispiel diese Arca-Rails, die man jetzt im Zubehörbereich findet, also nicht bei Hera, sondern von anderen Herstellern, lässt sich hier sauber einbinden und ihr habt hier einen sauberen Abschluss von der Picatinny Rail zu eurem Arca-System, das ihr dann jederzeit in eure Arca-Schnittstelle klemmen könnt. Ansonsten könnt ihr hier, wie gesagt, eure vielleicht für den taktischen Bereich, wenn dieses Rail genutzt wird, Lampen etc., Laser-Lichtmodule montieren. Was wir hier nicht haben und ist die abgeflachte bzw. die nach unten fallende Nase bzw. das vordere Ende des Handschutzes, macht aber keinen großen, also tut der Funktion keinen Abbruch. Der Bruder des Hybrid M-Lock ist der Hybrid Grip und heißt deswegen Grip, weil praktisch die M-Lock-Slots hier geschlossen sind, beziehungsweise die Keymod-Slots, die es früher noch gab. Aber das sind praktisch die beiden Versionen, die ihr jetzt in der Hybrid-Version bekommen könnt. Grip und M-Lock. Und wie das der Name schon sagt, habt ihr hier einfach nur bessere Griffmöglichkeit ohne M-Lock-Slots an den Seiten. M-Lock-Slots auch nicht auf der Unterseite. Das heißt, der Handschutz ist im Bereich 6, 3 und 9 Uhr komplett geschlossen und ihr habt nur die Möglichkeit, am vorderen Ende ein Picatinny zu montieren.
Da die Firma Hera natürlich auch Waffen für den sportlichen Bereich herstellt, gibt es natürlich auch hier eine Handschutzlösung. Und zwar haben wir hier den IRS Sport. Das heißt, bei verschiedenen Disziplinen, also sportlichen Schießdisziplinen, ist die Vorgabe, dass der Handschutz keine Öffnung oder beziehungsweise keine seitlichen oder beziehungsweise militärischen Öffnungen wie zum Beispiel M-LOK, Picatinny, irgendwas in der Richtung haben darf. Ich bin da nicht zu tief in der Materie drin. Ich weiß nur, dass es diese Vorgaben gibt bei bestimmten Verbänden. Und hier hat die Firma Hera natürlich auch geliefert und einen passenden Handschutz gefertigt. Und ihr seht hier kann man nicht durchschauen. Das Ding ist komplett geschlossen an den Seiten. Lediglich auf der Unterseite habt ihr mit M-LOK die Möglichkeit, noch einen Griff oder zugelassene Anbauteile zu montieren, die für die jeweilige Disziplin erlaubt sind. Wie zum Beispiel vielleicht ein Zweibein oder ein Griff. Wie gesagt, ich bin nicht zu tief in der Materie drin, was die einzelnen Disziplinen betrifft. Seht es mir nach. Den IRS Sport bekommt ihr natürlich nicht in den gleichen Längen wie zum Beispiel den M-LOK, sondern ihr habt hier, müsst mit den Längen 9, 12 und 15 Vorlieb nehmen, weil natürlich auch das keinen Sinn macht, wenn ich jeden Sporthandschutz in der gleichen Länge wie den M-LOK fertige. Also seht es der Firma Hera nach. Auch für den IRS Sport gilt natürlich Gewehrriemenmontage, kein Problem. Hier, wie bei allen anderen Handschützen auch, QD-Cup-Aufnahme an der Hinterseite des Handschutzes. Der letzte Handschutz, der sich hier in das Portfolio der Firma Hera einreiht, ist natürlich der IRS L. L steht hier für Leder oder beziehungsweise Leather für den internationalen Konsumenten. Und zwar haben wir den Handschutz hier in einer getrennten Variante und wir haben hier ein Inlay im Handschutz, das mit Leder versehen wird, also praktisch mit einer Lederwicklung. Ihr habt hier ein sehr, sehr angenehmes Griffgefühl. Ihr habt kein kaltes Material, das hier greifen wird, was natürlich diesen Handschutz auch für den eventuell jagdlichen Bereich sehr interessant macht. Den IRS-L gibt es in zwei verschiedenen Längen und zwar einmal in der 12 Zoll Variante und einmal in der 15 Zoll Variante. Beide Längen gibt es noch in zwei verschiedenen Ausführungen und zwar, wie ich sie hier in meiner Hand halte, haben wir die IRS-L Sport. Sport heißt, dass ihr hier wie bei dem Sport Handschutz praktisch die Lederwicklung mit geschlossenem Handschutz vor euch seht oder erwerben könnt. Natürlich, auch wie beim Sport, habt ihr die Möglichkeit, M-LOK Anbauteile zu montieren, aber rechts und links ist der Handschutz natürlich geschlossen. Dann schauen wir uns natürlich die 15 Zoll M-LOK Variante an. Bei der 15 Zoll M-LOK Variante gleiches Bild mit der Lederwicklung, 2 M-LOK Slots an der hinteren Seite bzw. im hinteren Drittel des Handschutzes und einem Slot im vorderen Bereich. Das Ganze natürlich auf 3, 6 und 9 Uhr des Handschutzes. Obendrauf wie gewohnt Picatinny und wie ihr hier seht, auf der Oberseite haben wir, lässt sich erkennen, wie das Insert bzw. der Zwischenteil, wo das Leder aufgebracht ist, montiert wird. Das tut der Stabilität oder der Funktionalität des Handschutzes keinerlei Abbruch. Also das ist wirklich hier eine bombenfeste Verbindung und sehr, sehr stabil auf jeden Fall. Für alle aufkommenden Fragen, wie wird denn das gemacht? Ist es wirklich eine Wicklung, die um den Handschutz rumgeht? Nein, ist es nicht, sondern wir arbeiten hier mit kurzen Lederstücken, die praktisch von einer Seite zur nächsten des Handschutzes geführt werden und dementsprechend mit der Deckplatte mit dem Handschutz-Zwischenteil verklemmt werden. Das ist super solide, also hier wackelt nichts, hier lässt sich nichts bewegen. Also nur um Verständlichkeit oder das klarzustellen, hier haben wir kein einzelnes oder komplettes Stück Leder, sondern lauter kleine Cs, die hier in den Handschutz eingearbeitet werden.
Die Wicklung des IRS-L bekommt ihr in 3 verschiedenen Farben, und zwar einmal in Schwarz, einmal in einem dunklen Braun, also das ist der Farbton Braun bei der Bestellung, und natürlich Natur, was so in die Richtung FDE geht. Das heißt, ihr könnt es sehr gut mit FDE-Bauteilen kombinieren. Braun hat einen sehr natürlichen Look, wie ihr schon seht, also das sieht auf jeden Fall sehr, sehr schick aus. Bei Schwarz ist es etwas reduzierter, etwas gedeckter und macht aber auch einen sehr, sehr wertigen und sehr schicken Eindruck. Das Ganze, wie schon bei der Einleitung gesagt habe, fasst sich absolut komfortabel an. Das hat sowas von einer MB5 SD vom Look her und von der Griffigkeit, aber auf jeden Fall eine sehr coole und vor allem innovative Idee der Firma Hera. Da sind wir auch schon beim Stichwort, und zwar Thema Barrel Nut. Und hier haben wir auf jeden Fall ein System bei der Firma Hera, das seinesgleichen sucht. Und zwar haben wir für alles, was ihr hier am Tisch seht, eine einzige Barrel Nut. Das heißt, ihr könnt, wie ihr lustig seid, von was die Längen betrifft, das heißt, arbeitet ihr aktuell mit einem 12 Zoll M-Log IRS-System, möchtet aber aufgrund eures 1675 Zoll Laufes mit einer längeren oder mit der 16,5er Rail arbeiten, heißt es für euch im Endeffekt nur die 3 Schrauben öffnen, die Seitenklemmung öffnen, Handschutz runter, kleineren oder größeren Handschutz aufmontieren und das gleiche Spiel wieder rückwärts bzw. mit, was die Montage betrifft, vorwärts zu betreiben. Das heißt, egal was ihr am Tisch seht, das passt hier alles auf die Hera Arms Standard Barrel Nut bzw. die Laufmutter. Ihr habt einmal den Montageprozess, oder wenn ihr schon eine fertige Hera AR15 habt, könnt ihr problemlos von einem Handschutz zum anderen wechseln, ohne groß dann Maschineneinsatz oder einen großen Werkzeugaufwand zu betreiben. Auch für die Leute, die vielleicht Lust auf das Handschutzsystem, auf das IRS-System der Firma Hera bekommen haben, ihr könnt, das ist internationaler Standard, was das Gewinde hier am Upper Receiver betrifft. Das heißt, ihr könnt auch AR15, wenn ihr von eurem Büchsler euch was bauen lasst, ihr könnt hiermit bzw. mit dem IRS-System jederzeit an eurer Eigenbau AR15 arbeiten. Überhaupt kein Problem. Und natürlich auch mit Hilfe der Barrel Nut, die dann an eurem AR15-System verbaut ist, die komplette Produktbreite oder Palette nutzen, die Hera hier im Angebot hat. Zu guter Letzt sprechen wir natürlich noch über die AR10 bzw. die 762 von Hera, die ihr auch in folgenden Konfigurationen bestücken könnt oder bestellen könnt. Hier ist natürlich die Produktpalette nicht so groß wie bei der AR15 oder den 9ern. Ihr habt zur Auswahl bei der 762 einmal die Quad Rail in der Version 15 und 12. Und bei der M-Log-Variante auch 15 und 12. Hier als zur Veranschaulichung habe ich euch jetzt die AR15 Rails hingestellt, einfach nur um zu sehen, worum es geht. Wir haben jetzt explizit keine AR10 Rails mitgebracht, weil im Endeffekt wisst ihr, wenn ich euch das jetzt so erkläre, das könnt ihr für die 762 und das könnt ihr für die 762 haben. Nur damit ihr im Bilde seid, okay, das kann ich mir konfigurieren oder das kann ich mir konfigurieren. Aber natürlich auch mit der Möglichkeit, je nachdem, welche 762 mit welcher Lauflänge ihr euch bestellt oder mit welcher ihr arbeitet, könnt ihr natürlich auch untereinander wechseln. Das heißt, ihr könnt problemlos von der Quad zur M-Log wechseln, alles kein Problem. Ja, wie ihr seht, der Tisch steht voll mit Handschutzanbauteilen der Firma Hera. Ich hoffe, wir konnten da ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten in Bezug auf euren anstehenden Kauf oder natürlich die Konfiguration eurer eigenen Hera-Waffe. Alles, was ihr hier am Tisch seht, findet ihr natürlich auf der Homepage der Firma Hera. Den Link dazu blenden wir euch unten ein.
Wenn ihr Fragen zu den hier gezeigten, also in dem Video gezeigten Produkten habt oder selbst Hera IRS-Systeme nutzt oder vielleicht noch Hera Keymod-Systeme nutzt, dann schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Wenn ihr Fragen dazu habt zur Montage oder irgendwelchen servicemäßigen Belangen, schreibt es uns auch in die Kommentare. Wir versuchen das Ganze so gut wie es geht zu beantworten, aber wird auf jeden Fall beantwortet. Am allerbesten ist natürlich, wenn ihr uns auch in die Kommentare schreibt, auf was habt ihr Bock, was können wir euch als nächstes zeigen von der Firma Hera, was interessiert euch, was macht euch Spaß oder wo habt ihr absolut Bock drauf, wo gibt es noch Sachen, die wir vielleicht noch ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten können. Auf jeden Fall in die Kommentare packen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like da, abonniert den Kanal und das Allerwichtigste, drückt die Glocke für die neuesten Videos der Epic Group. Das war's von uns. Ciao, ciao.